Wir haben uns im Wecker auf 6 Uhr gestellt. Ich war um 5:30 Uhr wach. Mal davon abgesehen, dass ich nicht so gut geschlafen habe. Wir haben es mittlerweile auch schon 20 vor 7. Wie man sieht, habe ich mich schon mal haaretechnisch und schminketechnisch ein bisschen gemausert. Hinter mir liegt schon wieder mein Koffer, denn ich habe noch mal ein bisschen umgepackt. Ich habe mein Kleid wieder rausgenommen, weil ich so dachte, wir brauchen ein Kleid. Es regnet eh. Aber ich bin so aufgeregt. Dabei fliegen wir nicht mal. Wir fahren nur nach Köln. Das ist ein Katzensprung von hier. Aber irgendwie bin ich todesaufgeregt. Und mein Rucksack ist so schwer. Naja, okay. Und die wollen dann gleich, wenn wir in Köln sind, quasi Sightseeing machen. Weil bis zu unserem Schwager ist es von der Innenstadt ziemlich weit weg. Und ich glaube nicht, dass ich das schaffe mit diesem wahnsinnig schweren Rucksack. Egal. Ich wollte mich nur kurz melden, ein kleines Intro drehen. Und jetzt geht's los, die wilde Fahrt. Ich freue mich, aber ich bin auch todesaufgeregt. Egal. Bis später. Am Bahnhof. Ich bin immer noch aufgeregt. Aber unser Zug kommt gleich. Wir schaffen das. Chaka. Okay. Fährt man einmal nach Köln. Da muss man als erstes einkaufen gehen und dann regnet es aber so. Obwohl heute war den ganzen Tag schön, aber jetzt so windig und ganz viel Regen. Oh je, wir stehen unter einer Baustelle. Und genau hinter der Baustelle gab es eine Dönerbude, in die wir uns dann gerettet haben und erstmal einen Döner gegessen haben. So lecker war der allerdings ehrlich gesagt nicht. Naja. Einen wunderschönen guten Morgen aus Köln. Gestern habe ich mich nicht mehr so richtig gemeldet. Es war alles ein bisschen wuselig und wild und wir hatten keinen Plan und naja, wie das halt immer so ist, nicht? Ankunftstag halt einfach. Aber heute brauchten wir erstmal Kaffee vom Bäcker, weil beim Schwager gibt es keine Kaffeemaschine. Das geht auf der Keksskala ziemlich weit nach unten, sein Ranking. Wir sind hier bei 1,5 bis 2 Sterne, weil es halt, was heißt Sterne? 1,5 bis 2 Kekse, weil, naja, keine Kaffeemaschine, nicht wahr? Deswegen gibt es jetzt Cappuccino vom Bäcker. Und heute ist der Plan, dass wir in die Innenstadt fahren, weil wir sind hier irgendwie am Randbezirk von Köln. Und heute geht es zum Dom und zum Meiersche, also Thalia, in dieses ultra coole mit den Gondeln. Ich hoffe, ich kann da ein bisschen filmen, ne? Ich weiß es halt nicht. Ich versuche so viel zu filmen, wie ich kann. Ich meine, wir sind hier in Köln, die sollten es gewohnt sein, dass hier Leute mit Kameras rumrennen. Schließlich ist ja Köln die Influencer-Hochburg. Genau. Ansonsten Dom, Shopping, weil der Schwager will auch was shoppen und der will sich eine Kaffeemaschine kaufen. Könnte das Ranking ein bisschen pushen. War noch was geplant? Ich weiß es nicht. Also heute ist auf jeden Fall der Plan Dom und Shopping. Morgen, auf den Sonntag, ist der Plan Schokomuseum und Dampferfahrt.
Da freue ich mich schon drauf. Ich hoffe, es regnet nicht. Es wäre schon schön, gerade wenn man Dampfer fährt, wäre es so ohne Regen ganz schön. Als hätte ich es nicht gesagt. Als hätte ich es nicht gesagt. Ich wette, wie ich dich auf jeden Fall geweckt kriege. Ich drehe ein Video. Dann stehst du garantiert auf. Ja, der Kaffee ist für dich. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Ja. Dankeschön. Bitteschön. So, und damit sehen wir uns später wieder. Dann ging es auch schon mit dem Bus auf in die Innenstadt. Die Busse haben da nicht mal Sitzpolster. Sehr merkwürdig. Da kann man den Dom schon sehen. Da gehen wir jetzt Richtung hin. Heute ist noch schön, morgen soll es regnen. Deswegen gehen wir jetzt nochmal in Sonnenschein hin, um ihn dann zu fotografieren. Auf geht's. Und falls ihr euch jetzt fragt, wieso da eigentlich so viele Polizeiwagen standen, es waren noch viel, viel mehr. Denn wir hatten es richtig abgepasst, dass zu dem Zeitpunkt, als wir in Köln waren, nicht nur 2 Demos waren, sondern auch Kölner Lichter gewesen sind. Das Feuerwerk haben wir uns allerdings nur von zu Hause aus angeguckt über einen Livestream. Genau, aber ansonsten war es trotzdem sehr, sehr schön. Ist alles viel zu hell hier. Und viel zu groß. Das passt gar nicht auf meine Kamera. Aber sehr beeindruckend. Muss man schon sagen. Ganz schön groß. Ja, das ist noch richtig viel Kram noch jetzt, ne? Selbst wenn die jetzt in der zweiten Höhe, ne? Nachdem die Spitzen, wie viel Halt krasse Details, die da halt auch drauf sind, ne? Schaut euch das mal an, wir sind hier bei Globetrotter. Die haben einfach mitten drinne einen Pool, um Tauchausrüstung zu testen. Wie cool ist das denn? Sieht vor allen Dingen auch aus, als wäre man hier auf einem Schiff oder so, finde ich. Mega cool. Die Decke, sieht auch cool aus. Ah, das mit dem Pool finde ich ja richtig cool. Hab leider keine Schwimmsachen bei. Das da hinten mit dem Kreis sieht ein bisschen aus wie Whirlpool. Aber es ist ziemlich cool, muss ich sagen. Naja, wir gucken jetzt hier für meinen Schwager was. Mal schauen. Jetzt gibt es ein Pumpkin Spice Latte. Mit einem sehr merkwürdigen Namen. Peti, aber okay. Jetzt stöbern wir weiter. Wir haben jetzt den Schwager zurückgelassen. Das hat uns einfach zu lange gedauert bei Globetrotter. Aha, okay. Da steht was mit Naruto. Okay, dann Thalia? Ja. Okay. muss ich jetzt sagen, Thalia. Da drüben. Entweder das oder... Aber da können wir eh noch nicht rein. Wir müssen erstmal einen Kaffee, glaube ich, austrinken. Nach diesem köstlichen Mahl sind wir dann noch weiter bummeln gewesen, bevor wir dann den Heimweg antreten wollten. Das war allerdings nicht ganz so einfach, denn es fuhr gar nichts wegen der Polizei, die überall stand. Mit dem Riesenrad wäre ich übrigens auch gern gefahren, allerdings sollte das 9 € kosten pro Person und das fand ich ganz schön teuer. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben heute Sonntag. Wir sind wieder unterwegs. Frühstück habe ich heute nicht gefilmt, weil gab halt auch nichts Besonderes. Und wir sind jetzt wieder unterwegs. Heute geht es in die
Seilbahn, aber vorher, weil wir ein Car2Go nehmen mussten, weil uns sämtliche Busse und Straßenbahnen vor der Nase weggefahren sind, haben wir jetzt ein Car2Go genommen und haben an der Flora gehalten. Und jetzt laufen wir einmal durch die Flora. Und es sah schon sehr schön aus von Weitem. Und ich freue mich jetzt, weil es wird bestimmt schön. Außerdem hat es aufgehört zu regnen. Das ist auch sehr gut. Vielleicht reißt es auch gleich noch ein bisschen auf, damit, wenn wir mit der Seilbahn fahren, das auch etwas schöner ist. Aber ja, jetzt erstmal Flora. Schaut, Kürbisse. Lecker, lecker, lecker und sehr schön groß. Da können wir uns leckere Suppe draus machen. Und hier wächst Mais. Diese Blüten sind aber auch echt großartig. Einmal den Stärkemais und den Popcornmais. Hier wächst Mais. Hier ist auch ein Okay. Sieht aus, als hätte er pinke Haare. Ja, es gibt zwei Arten von Mais. Die eine ist Popcornmais wohl. Das ist hier Schimpfe. Und das ist Stärkemais. Okay. Cool. Hier haben wir Sonnenblumen und Mini-Kürbisse. Guck mal. Mini-Kürbisse. So schön. Ich will noch die Blumen angucken. Die sind so schön alle. Ich will mir davon einen Blumenstrauß machen. Mal kurz hier Ich würde nachts hierher kommen und einfach Schnelle Nummer machen. zack, zack, Ab in die zack. Seilbahn. Ich glaube, wir sollten die Tickets vorher kaufen. Einer muss das Fluchtkabine voll sein. Es ist so schön hier, Leute. Wenn jetzt noch die Sonne scheinen würde, wäre der Oberknaller. Aber also generell ist es einfach wunderschön. Schaut doch mal, wie schön. Ich würde ja am liebsten alles pflücken und mitnehmen, weil es so schön ist. Richtig, richtig toll. Und Hummeln und Bienen. Lass dich einmal über die Wiese, dir? Ist auch frech. Das Betreten allein. Leider kommen wir nicht in die Gewächshäuser. Ist noch nicht fertig. Sehr schade. Aber da ist eine hübsche Figur. Ne? Warum sucht er denn jetzt nicht ran? Tja. Aber leider auch hinter Gittern. Naja, okay. Aber ansonsten sehr, sehr schön hier. Ja, aber da drüben sind Leute. Ja, keine Ahnung, aber das ist wieder Zaun, siehst du nicht? Da fängt an mit der Zaun. Okay. Du kommst wahrscheinlich Na bis dahin, gut. aber
Schade, schade. Also diese Bäume hier können normalerweise 8 Meter Stammdurchmesser haben und 100 Meter hoch. Ein Mammutbaum, gell? Ja. Es gibt auch nur eine Anzahl, ne? Verschiedene Namen auf jeden Fall. Ja, und auch irgendwo, ne? Kalifornien waren es am meisten wohl. Washington, Virginia. Nicht umkippen. Was meinst du, wie lange der hier schon steht? Ah, okay. Wie lange der hier wohl schon steht? Ich würde sagen, wir würden jetzt einfach mal kurz durchkacken Der heutige und dann zählen wir die Ringe. Name ist Gigantus. Seit wann der hier steht? Keine Ahnung. Ist ein guter Baum. Toi, Aber die toi, Rinde ist toi. schön weich, ne? Ja, toi, toi, toi. Mach's gut und sauer. Kacken und Ringe zählen, dann wissen wir es. Tschüss. Schaut mal, wie cool. Episch. Hier wurden bestimmt schon Filme gedreht wegen diesem überwachsenen Dach. Einfach cool. Ich find's mega. Da seht ihr die zwei, die ich nicht filmen darf. Guck mal. Auch wunderschön. Ach, toll, ich lieb's hier. Können weiter. Frage ist, ob wir uns hier ransetzen oder einen Kaffee trinken? Durchgehen. Gibt auch sonst auch noch Wollt ihr noch Eisladen, Kaffee falls wir trinken? auch mal- Achso, der Eisladen, ja. Wo ist denn der Alles Eisladen? nur so vorbeigehen, das ist nichts Großes. Das ist am Eingang vom Zoo. So. Ja, wir müssen nicht. Wir können, aber... Ja. Schaut euch an, wie schön das ist. Wahnsinn. Richtig schön. Genau meine Welt. Lieben wir. Mögen wir. Finden wir toll. Okay, jetzt geht's zur Seilbahn. Bisschen aufgeregt. Wir schaffen das. Ich hätte die vielleicht schon mal von außen filmen sollen, die konnte. Das ist echt schwierig bei der Jacke. Klebt so, ne? Ja. Ihr seid nicht drauf, ich habe genau zwischen euch gesöhnt. Keine Angst. Pocket 3 ist das übrigens. Ich weiß. Aber es ist Pocket Osmo. Das ist eine Osmo Pocket. Eine Osmo Pocket 3. Genau. Das ist wie Achterbahnfahrt hier. Wie aufregend. Okay, da war jetzt kurz sein Gesicht zu sehen, aber macht nichts. Boah, wir sehen, wenn wir auf der Mitte oder so am Ende sind, kommen wir zumindest auf die richtige Reihenseite. Die richtige Rheinseite, ja. Glück. Was ist denn raus? Du musst Fotos machen, Hasi. Ja, ich bin dabei.
nicht auf Aufnahme gedrückt. Ich habe vergessen, auf Aufnahme zu drücken. Das ist ein bisschen aufgeregt. Hier an der Säule bricht. Richtig schön. Na dann lass uns da reingehen, wenn es mal offen ist. Und sonst nicht. Tja, und danach sind wir wieder im Restaurant gelandet, in dem wir den Tag davor schon waren. Es war sehr lecker und ich kann euch ehrlich gesagt gar nicht so genau sagen, was passiert ist, dass ich dann nicht mehr gefilmt habe. Aber ich habe Fotos gemacht. Wir waren danach im Schokomuseum und das war zwar ganz nett, allerdings fand ich es jetzt nicht überragend. Sie hatten noch ein kleines Tropenhaus, das war wirklich ein kleines Tropenhaus, das war 3 Schritte und dann war man da durch. Und am meisten haben mich tatsächlich diese alten Gerätschaften hier beeindruckt und ja, es war auch massig voll, man konnte sich nicht alles so genau anschauen, weil da Himmel um Menschen waren, aber das, was wir gesehen haben, war ganz okay und ein Stückchen Schoki gab es dann zum Schluss auch noch. Und dann musste ich noch diesen Herrn hier fotografieren, denn den finden wir ganz toll. Dann gibt es noch ein lustiges Foto von mir. Und übrigens war ich auch bei der Maus, die steht nämlich wieder da und ist gesund. Und damit endet unser Aufenthalt in Köln und es geht weiter nach Amsterdam. Das aber in einem nächsten Video. Pass schön auf dich auf und bis ganz bald. Tschüss!